Oh hey! Random. Was ist schon wieder, Klein Timmy? Was zum Fick ist schon wieder, Klein Timmy? Wann kommt endlich mal eine neue Cartoon-Review? Ach du, Klein Timmy, die letzte kam doch... Oh. Anyway, heute geben wir mal den Cartoons wieder ein Spotlight und beenden den Rantober Nummer 2. Und heute reden wir mal über einen underrateden, unterschätzten Nicktoon, den ich wirklich einfach nur großartig finde. Invader Zim. Warum ich die Show so großartig finde und was mein Gastpart über den Film der Show denkt, erfahrt ihr alles hier. Doch zunächst mal, was ist Invader Zim genau? In Invader Zim geht es um den titelgebenden Zim, der mehr oder weniger ins Exil geworfen wird auf die Erde, da ihn seine Leute als unfähig, nervig, unfähig und super nervig ansehen. Doch Zim denkt eher mehr, das ist ein Zeichen, dass sie ihm was anvertrauen. Denn sie haben das natürlich auch so gemacht, dass Zim nicht merkt, dass sie mehr oder weniger ihn einfach wegziehen wollten und keine Lust auf ihn haben. Also ist seine neue Mission, die Erde zu erobern. Doch natürlich, wie es bei so einem Cartoon üblich ist, hat er natürlich nicht den einfachen Weg. Denn es gibt einen Typ, der seine Identität weiß, der die Fassade etwa durchblicken kann und weiß, dass Zim eigentlich kein netter, obwohl es noch nicht mal so nett, Schuljunge ist auf der Erde. Und dieser Typ ist natürlich sein Erzfeind Dip. Und Dip versucht natürlich Zim in jeder möglichen Art und Weise zu entlarven, da er weiß, dass Zim eigentlich ein Alien ist von Outer Space und die Erde erobern will. Doch natürlich glaubt ihn niemand. Aber ja, das ist quasi die grobe Prämisse der Show. Und auf den ersten Blick könnte man sagen, die Prämisse ist jetzt keine so besondere. Nun, was ich sagen würde, ihr liegt falsch. Die Prämisse ist fantastisch einfach nur. Beziehungsweise hilft der Show einfach nur, so gut Plots zu, mehr oder weniger, zu inszenieren. Denn die Antics von sowohl Zim als auch Dip sind einfach nur so unterhaltsam, sich anzuschauen. Die Versuche von Zim mehr wie ein Mensch zu wirken oder nicht aufzufliegen oder manchmal auch die Welt wirklich zu erobern, sei es nun mit einem Santa Claus Scheme oder, ist einfach nur fantastisch. Und auch wie Dip etwa immer versuchen will, ihn zu entlarven, und das mag ich wirklich sehr. Denn Invader Zim ist definitiv einer dieser Nicktoons, die das Wackige an den Cartoon sein wirklich ernst nehmen. Und wie schon in meinem Rockers Modern Life Video erwähnt, liebe ich einfach sowas so sehr. Und wie schon erwähnt, die Charaktere und ihre Antics sind einfach nur ein Highlight. Sei es nun etwa die Randfiguren aus der Schule oder auch etwa aus Dips Home Life oder alle bieten irgendwas super Interessantes oder super Unterhaltsames. Sei es nun die Schwester von Dip, die mehr oder weniger als Straight Man dieser Show fungiert, oder der verrückte Scientist-Vater von Dip, der vermutlich gerne etwa Frankenstein machen würde. In dieser Show haben wir eigentlich alle Sorten von Randfiguren. Denn zum einen, der schwarze Humor, der überall bei dieser Serie bestückt ist, funktioniert einfach nur so viel besser mit den Reaktionen oder auch den Charakteristiken dieser Figuren. Sei es nun Dips Versuche, auf der verrücktesten Art und Weise Zim zu entlarven, oder auch wie gesagt Zims Versuche, die Welt zu erobern und der Mastermind und Conqueror zu werden und Respekt von seinen Leuten zu kriegen. Und natürlich gibt es eine Episode, ein Antic von Zim, die mehr oder weniger so bekannt ist, dass sie bestimmt bekannter ist als die ganze Show. Natürlich rede ich etwa von der Ogan-Episode. Und oh boy, ich halte mich mal kurz, aber ich muss sagen, es ist doch ein bisschen blöd, dass Invader Zim eigentlich nur größtenteils für diese Episode bekannt ist. Denn ja, ich stimme zu, diese Episode ist so ein bisschen abgefuckt und ich frage mich wirklich, wie man das etwa auf Nickelodeon bringen konnte. Aber come on, wir müssen doch nicht etwa immer, wenn wir über Invader Zim reden, über diese Episode reden oder nur über diese Episode reden. Können wir nicht mal über die Santa Claus Christmas Special Episode reden, die einfach nur wunderbar ist? Oder können wir noch nicht mal über den fantastischen Piloten reden, der einfach nur die Show so gut setupt? Oder auch ein paar andere Highlights dieser Show. Es gibt so viele andere Episoden, aber anscheinend wollen immer Leute über diese sehr seltsame, eher mittelmäßige Episode reden, nur wegen diesem sehr komischen Aspekt. Und das ist auch eine Sache, die mich generell ein bisschen abfuckt, wenn es um den Diskurs von älteren Nicktoons ist. Aber anderes Thema. Wie schon erwähnt, kommen wir doch mal wieder zum Humor. Denn auch wenn die Show wirklich etwas schwarzen Humor hat und der meistens wirklich gut funktioniert, hat die Show natürlich auch einen anderen Sinn für Humor. Sei es nun etwa ein paar Visual Gags, die einfach nur zum Lachen sind, oder auch ein paar Slapstick Moments, die wirklich Spaß machen. Und generell die Übertreibung von manchen Situationen macht auch manche dieser Situationen umso lustiger. Denn allein schon das Worldbuilding her oder auch wie die meisten Charaktere und besonders die Randfiguren auf manche dieser Antics reagieren, zeigt eigentlich gut, warum diese Show besonders für eine Zeit wie Halloween oder Oktober geeignet ist. Denn Invader Zim zeigt uns eine sehr pessimistische, dreckige und düstere Welt, die mehr oder weniger so ist: Hey, wenn du mich anfasst oder mich fragst etwa, wo der Weg ist, werde ich dich töten. Ich hasse dich. Und dich. Und dich. Und dich. Und dich. Und dich. Das kriegt man irgendwie als Gefühl von dieser Welt. Und es ist eine wirklich interessante Depiction einer Cartoon-Welt. Immerhin hatten wir das in den 2000ern eher weniger so. Doch irgendwie gibt es auch dieser Show etwa was Besonderes oder auch einen Charme. Denn auch Cartoons von heute, selbst ein paar der Adult Cartoons
Cartoons haben sowas eher weniger. Die Atmosphäre von Invader Zim untermauert viele der Antics umso besser. Und diese Atmosphäre gibt auch dieser ganzen Show wirklich mehr dieses Halloween-Feeling. Und natürlich, die Atmosphäre wird auch stark untermauert von der fantastischen Musik, die sowohl catchy ist, die sowohl ein bisschen 2000 ist und die einfach nur fantastisch gemacht worden ist. Ich meine, das Theme ist einfach nur großartig und auch die Animationen sind wirklich, wirklich gut. Ein Cartoon lebt von den Animationen, um das Interesse von seinen Zuschauern zu erwecken. Wenn die Animationen eher mehr sind oder, naja, ich weiß nicht so richtig, dann wird man wahrscheinlich etwa ein Cartoon nicht schauen. Zum Beispiel 12 O's Mouse hat zwar eine interessante Idee, aber ich kann auf jeden Fall verstehen, warum Leute diese Show eher weniger geben würden, weil die Animation bzw. auch die Art Direction jetzt nicht die dollste ist. Bei Invader Zim haben wir hier ein Gegenteil. Klar ist die Art Direction deutlich düsterer und versucht irgendwie den ekligen Aspekt etwa ranzubringen und das funktioniert auch einfach nur wirklich gut und wie schon erwähnt, untermauert die Atmosphäre wieder mal. Denn ja, Invader Zim hat natürlich paar Charakteristiken, die schon etwa für die 2000er üblich waren bei einem Cartoon, sei es nun die kantigen Designs oder auch manche andere Aspekte, sei es nun etwa paar bestimmte Settings, die man immer und immer wieder revisit. Und ein paar dieser Settings sind wirklich einfach nur super gut gemacht worden. Das ist auch zu verdanken an den CGI, was zwar sparingly genutzt worden ist, aber man definitiv erkennen kann. Aber jetzt nicht etwa erkennen kann im negativen Sinne, sondern im positiven Sinne. Das CGI ist einer dieser wenigen CGIs einer Cartoon-Show, die einfach nur bis heute etwa hold up steht. Denn man darf nicht vergessen, zu der Zeit war CGI in einem TV-Cartoon mehr oder weniger eine Besonderheit und jetzt nicht irgendwas, was man etwa überall oder immer sehen würde. Selbst Semi-Neutron war bestimmt ein besonderer Fall für seine Zeit. Aber das ist auch ein anderes Thema. Und all diese Faktoren im Allen bringt einfach diese Show zu einer verdammt guten Show, die leider zu früh von uns gegangen ist. Denn Nickelodeon hat so etwa in den 2000ern Favorit gespielt. Sprich, so eine Show wie My Life as a Teenage Robot wurde abgesetzt nach einer sehr frühen Zeit und auch hier und sogar ein bisschen früher. Denn auch wenn die Show mehr oder weniger von 2001 bis 2006 lief, gab es nur 2 Staffeln und das ist für einen Cartoon Run deutlich wenig. Die 2 Staffeln sind wirklich gut und der Show Creator und das ganze Team dahinter hätten bestimmt 2 weitere Killer-Staffeln machen können, aber Nickelodeon dachte sich, also ihr seid nicht so populär wie Rugrats, Fairy Odd Parents oder SpongeBob. Cancelled. Sprich, sie haben die Serie schon zu früh abgesetzt und dann in den letzten Jahren mehr oder weniger sparingly die Episoden ausgestrahlt. Also ist das natürlich etwa ein Horror bestimmt gewesen für die Fans zu dieser Zeit, wenn sie sich auf eine neue Invader Zim Staffel freuen, aber dann warten müssen, bis etwa 3 Episoden jedes Jahr irgendwie gefühlt kamen. Was ein Horror. Und das ist generell so eine Sache, die man Nickelodeon kritisieren kann, aber das heißt nicht, dass Invader Zim sich nicht lohnt. Ganz im Gegenteil. Durch diesen kurzen Run kann man sich eigentlich Invader Zim fantastisch in der kürzesten Zeit etwa geben. Und da empfehle ich wirklich etwa das DVD-Box-Set, was Deutschland herausgebracht hat, weil da kriegt ihr mehr oder weniger alle Episoden und falls ihr noch etwa ein Netflix-Abo habt, dann könnt ihr natürlich den Film schauen. Speaking of den Film, es wird doch mal Zeit, dass mein Gastpart was zu diesem Film sagt. Also Applaus für die gute alte Dory, die ihr natürlich etwa auf ein paar ihrer Social Medias, Link dazu in der Videobeschreibung, abchecken solltet. Hallo Leute, erstmal vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ich bin die Dory und ich werde euch heute etwas über den Invader Zim Film erzählen. Nach der Absetzung der Serie wurde es für viele Jahre still um Invader Zim, was neuen Content von den Creatoren anging. Anfang 2015 wurde dann eine Comicreihe zu der Show angekündigt und im April 2017 wurde angekündigt, dass es dann einen Invader Zim Film geben würde. Der wurde dann im August 2019 auf Netflix veröffentlicht. Invader Zim Enter the Flopus. Zim war für eine lange Zeit verschwunden und taucht dann mit einem neuen Plan auf. Nachdem er jedoch erfährt, dass die Anführer von ihm, die Almighty Tallest, gar nicht vorhaben, zur Erde zu kommen, denkt er sich noch einen viel schlimmeren Plan aus. Und zwar teleportiert er die Erde ans andere Ende des Weltalls, genau in die Flugbahn der Almighty Tallest, sodass die halt zur Erde kommen müssen, ob sie jetzt wollen oder nicht. Durch die Teleportation entsteht jedoch ein Flopus. Das ist eine Art schwarzes Loch und das droht halt die Erde einzusaugen. Dip ist natürlich auch wieder dabei, als der einzige Mensch, der weiß, dass Sim ein Außerirdischer ist und bereit ist, ihn zu stoppen. Ebenso Gas, seine Schwester, die ja ebenfalls von Sims wahrer Identität weiß. Und so müssen die beiden dann gemeinsam die Erde vor dem Flopus retten und Sims Plan durchkreuzen. Und dabei passieren dann halt alle möglichen wacky Shenanigans und lustigen Dinge und unerwarteten Dinge, wie man das halt von Invader Zim so kennt. Enter the Flopus ist eine wirklich sehr gute Fortsetzung und auch ein gelungener Abschluss der Originalserie. Der Humor der Originalserie wird hier sehr gut eingefangen. Der Humor der Serie ist ohnehin sehr gut gealtert und hier im Film wird der auch wieder perfekt aufgegriffen, was vermutlich daran liegt, dass das Drehbuch vom Series Creator Jonan Vasquez
selbst geschrieben wurde. Es gibt auch einige Anspielungen und Easter Eggs zu der Serie. Zum Beispiel gibt es eine Szene, wo man halt Dips Garage von innen sieht. Da hat man im Hintergrund diese ganzen Details, die man halt irgendwie aus der Serie schon kennt und die einem dann bekannt vorkommen. Und auch wenn man die Comics mag, kommt man hier auf seine Kosten. Also ein großer Teil des ersten Aktes ist halt fast eine direkte Adaption des Anfangs der Comicreihe. Es gibt zwar kleinere Abweichungen, aber teils werden halt auch Dialoge hier Wort für Wort übernommen. Nach dem Anfang geht der Film halt vom Plot her in eine komplett andere Richtung als die Comics, beziehungsweise als der erste Band der Comics. Aber dennoch ist es halt sehr cool, hier sozusagen einen Ausschnitt der Comics in komplett animiert und vertont zu sehen. Aber es ist jetzt nicht so, dass man unbedingt die Serie gesehen haben muss, um den Film zu verstehen. Ebenfalls muss man auch nicht die Comics jetzt gelesen haben, um den Film zu verstehen. Es ist halt einfach gut, wenn es so ist, weil man dann halt bestimmte Easter Eggs halt erkennt, aber wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Also man wird auf jeden Fall den Film trotzdem genießen können. Was auch auf jeden Fall erwähnenswert ist halt, dass vom Cast her fast alle Voice Actors dabei sind, die auch in der Serie dabei sind. Das ist halt für so einen Reboot-Film nicht selbstverständlich, aber es trägt halt enorm dazu bei, dass sich Enter the Flophouse anfühlt wie die Serie. Vom Look her ist der Film zwar etwas anders als die Serie. Es wurde hier zwar dieser ikonische Artstyle von Invader Zim beibehalten, aber alles sieht irgendwie etwas weniger düster aus, etwas moderner, was jetzt nicht heißt, dass die Serie dagegen veraltet wirkt, aber man sieht doch, dass sich hier etwas an den Look aktuellerer Cartoons angepasst wurde. Die Charaktere haben halt zum Teil Redesigns bekommen, die halt zu dem neuen Look passen. Dabei hat halt Dip die gravierendste Veränderung durchgemacht. Alles sieht halt etwas farbenfroher aus, weniger düster und insbesondere die Menschen werden als weniger grotesk dargestellt. Zumindest vom Aussehen her, denn auch in Enter the Flophouse steckt halt wie in der Serie sehr viel Gesellschaftskritik. Zu der Animation. Die Animation ist sehr dynamisch, also das sieht auf jeden Fall sehr gut aus, wie ich finde. Und was halt auch besonders cool ist halt, dass in dem Film teils mit verschiedenen Artstyles und verschiedenen Animationsstilen gespielt wird. Zum Beispiel sieht man das in der Opening-Sequence, aber später im Film sieht man das auch nochmal. Da möchte ich jetzt nicht spoilern, aber da wird auf jeden Fall auch noch was Cooles mit verschiedenen Animationsstilen gemacht. Obwohl der Film im Allgemeinen dem klassischen Sim vs. Dip-Aufbau der Serie folgt, wird auch hier auf ein paar Aspekte eingegangen, die wir in der Serie nicht so oft sehen oder die dort nicht so oft angesprochen werden. Zum einen gibt es da halt Dips Verhältnis zu seiner Familie. Das wird hier sehr ausführlich oder zumindest ausführlicher als in der Serie thematisiert. Wir sehen halt, wie Dip und Gaz zusammenarbeiten müssen. Ihre Beziehung zueinander wirkt allgemein weniger angespannt. Dabei wird aber ihre ursprüngliche Dynamik beibehalten. Und auch die Beziehung zwischen Dip und Professor Membrane wird thematisiert. Alles in allem kann ich Invader Zim Enter the Flophouse wirklich empfehlen. Ob man jetzt die Serie gesehen hat oder auch nicht. Der Film sieht toll aus und fühlt sich allgemein an wie eine Überlängefolge von der Serie, was ja letztendlich das ist, was man sich bei einem Reboot-Film wie diesem auch wünscht. Also das ist hier auf jeden Fall sehr, sehr gelungen. Die Stimmung und der Humor von der Serie wird einfach super eingefangen. Wir haben hier wirklich den gleichen, teilweise random Humor, teilweise sozialkritischen Humor, teilweise einfach nur wacky Shit, der passiert. Also alles, was Invader Zim irgendwo ausmacht und besonders macht, ist hier auch wieder vertreten, wird hier auch wieder aufgegriffen. Und nach so vielen Jahren nochmal so einen Reboot-Film zu bekommen, ist auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Sache. Und ich kann wirklich jedem empfehlen, diesen Film anzuschauen. Egal, ob man jetzt jahrelanger Fan ist oder ob man noch nie von Invader Zim gehört hat und diesen Film vielleicht als Einstieg nutzen möchte, um danach auch noch die Serie zu schauen. Und an der Stelle nochmal ein kleiner Tipp, wer nach dem Film und der Serie immer noch nicht genug bekommen hat von Invader Zim, da kann ich auch die Comicreihe sehr empfehlen. Also ich habe sie zwar selbst aktuell noch nicht komplett gelesen, aber das, was ich gelesen habe, ist auf jeden Fall auch einfach Peak Invader Zim, nur diesmal halt in Comicform. Ja, das ist dann, denke ich mal, alles, was ich zu dem Thema zu sagen habe. Und damit gebe ich wieder zurück an den guten Random. Aber anyway, das war's auch mit diesem Video. Was ist eure Meinung zu Invader Zim und dem Film als solches? Ich bedanke mich nochmal an meinen Gastpart Dori, die etwa einen wirklich guten Job gemacht hat, den Film mehr oder weniger zu bewerten. Doch jetzt, wie gesagt, seid ihr dran. Wie fandet ihr den Randotober? Was ist eure Meinung zu Invader Zim? Und so weiter und so weiter. Das würde mich wirklich alles interessieren. Und wir sehen uns, bzw. hören uns beim nächsten Mal. Euer Random oder so ähnlich. Bye!